Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich bin nur für euch natürlich wieder mal um die Welt gereist. Bin hier in Japan auf der Japan Reptile Show. Ihr seht es hinter mir, da wird fleißig aufgebaut. Heute ist der Aufbautag, der Freitag. Und genau, heute eben, die sind alle fleißig am Arbeiten. Und da führe ich euch vor allem morgen dann ein bisschen rum, zeige euch, was es in Japan Spannendes an Tiere gibt. Da seht ihr mal, was hier schon an Schlangen an Leuten stehen. Da hinten geht es weiter. Das einzige Blöde ist jetzt, dass hier mein Trick verreckt. Ich schleiche mich normal immer hier zum Hintereingang rein. Aber der wird diesmal bewacht. Durchkommen. Also hier erstmal ein bisschen der Einblick in unseren Stand. Ich hatte eigentlich gehofft, dass mein Buch in Englisch schon fertig ist, dass ich das englische Buch hier auf der Messe präsentieren kann, leider noch nicht fertig. Hier mal mein Partner Tropical Gem. Kommt aus Hokkaido, also die Messe hier Shizuoka. Hokkaido ist ganz im Norden von Japan. Ne? Man kennt es vielleicht vom Skifahren her. Hokkaido ist die Skigegend. Da hat der Genki seine Läden. Gucken, was ich euch hier zeigen kann. Hier die Warane, die Glauerti. Varanus glauerti, australische Warane, sind sehr hübsch. Also generell, ihr werdet es jetzt gleich merken, hier in Japan, die Auswahl an Tiere ist schon gigantisch. Ne? Also es gibt hier nichts, was es nicht gibt eigentlich, ne? An Tieren. Also wenn ihr euch mal gefragt habt, wo die ganzen schönen Reptilien dieser Welt landen. Also wenn sie nicht in Hongkong landen, dann landen sie in Japan. Hier haben wir auch ein paar interessante Tiere, ne? Die Chamäleon-Abteilung. Was auch interessant ist, diese Art von Unterbringung. Ne? Das sind so Stoffbehälter. Für die Belüftung bestimmt nicht schlecht. Ne? An der Seite so Gaze. Also kenne ich gar nicht so von den. Das hier wird wohl Pardalis sein. Pardalis Männchen. Hier Pardalis Weibchen. Was auch toll ist, diese hier. Irgendwas. Uroplatus müsste das sein. Liebe Leute, verzeiht mir, ich dachte immer, ich kenne mich mit Reptilien aus, aber es ist einfach zu viel verschiedene Sachen und man kann nicht. Ich glaube, ich bin mit den Boas Pythons ganz gut bewandert, aber alle Echsen, alle Reptilien zu kennen oder gerade auch was man hier sieht, Sachen, wo man bei uns seltener sieht. Das übersteigt mein Wissen. Es gibt bestimmt Leute, die da ein wenig breiter gestreut sind wie ich. Aber ich bin einfach der Boas, beziehungsweise eher sogar noch Python oder noch Nattern allgemein. Insider. Aber bei vielen Echsen muss ich einfach passen. Aber das macht gar nichts. Dazu haben wir ja die Gemeinde, die Community. Also wenn ihr Sachen seht, wo ich falsch betitel, falsch oder gar nicht, dann postet es bitte, dann wissen es die anderen auch. Das sind so Ambronia, müssten das sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das hier vermutlich auch so Uroplatus Arten.
beziehungsweise der Rhacodactylus, ne, Uroblatus. Ey Leute, verzeiht's mir, ich bin doch völlig überfragt hier. Grüner Baumpython. Wenigstens etwas, wo ich beziffern kann. Verbreitungsorange, schätze ich mal vom blauen Band aus. Die Wasserschildkröten sind auch ein großes Business hier. Nach wie vor. Bei den Asiaten, also Japanern wie Chinesen, absolut beliebt. Hier haben wir Alive, ebenfalls alter Bekannter von mir, beziehungsweise die, wo die Folgen angeschaut haben von uns. Hat auch mal echt tolle Raritäten. Mal schauen, was er diesmal so hat. Also diese Uroblatus sieht man wirklich viele. Das hier sind, glaube ich, so Coleonyx. Nicht alles täuscht, müsste das Coleonyx sein. Habe ich jetzt auch schon recht viel gesehen hier in Japan. Das sind ja wirklich schöne Geckos. Letzten Jahre ein wenig verschwunden, aber zurzeit gibt es hier wieder relativ viel. Und das hier, das ist natürlich auch sowas. Wir haben eine Tocke-Unterart, vermute ich. Echt interessant, schönes Tier. Ah, hier der klassische Tocke. Hier ist der Boss in seine rechte Hand. Und hier sind auch hübsch. Schwarz-weiße Theus. Ah, hier ein Chukwala. Früher bei uns oft gesehen. Jetzt mittlerweile sieht man die auch nicht mehr so viel. Ein riesen fetter Frosch. Hier riesen Gürtelschweif. Also wie gesagt, falls ihr euch schon mal gewundert habt, wo die ganzen seltenen Reptilien der Welt sind, die sind alle hier in Japan. Tannenzapfen, Echsen. Wickelschwanz-King, Corucia zebrata. Hier haben wir wieder diverse Uroblatus. Recht schön präsentiert hier in diesen kleinen Boxen. Hier auch ein großer Shop in Japan, Daiwa. Aber schon immer sozusagen, aber schon lange im Reptile-Business.
Hat auch ein paar richtig schöne Sachen. Hier dieser Tannenzapfen. Der Trakehner. Hier ein hübscher, riesiger Dornschwanz drin. Richtig, ich würde in dem Fall Acanthurra oder Maliensis, ne, ist es Maliensis? Mittlerweile, also früher war alles Acanthurra, jetzt wird es echt schwer mit den Dornschwanzagaren, aber ich würde sagen, es ist Maliensis. Ja, lauter wirklich Ansammlung an seltener Echsen. Das hier müsste alles meines Wissens Egernia sein. Was ist das? Uromastix, ist das Hartwicki oder ehemals Hartwicki? Was Schönes, schade, dass man den nicht so richtig sieht durch die Box. Hier haben wir Banana Spiny Tail, Stenosaurus pectinata sollte das sein, meines Wissens. Hier geht es weiter mit jeder Menge indonesischer Warane, beziehungsweise da drüben noch australische. Ne? Was sehen wir hier? Acanthurra würde ich tippen. Ja, leider die Beleuchtungen hier sind ja natürlich schwierig. Ne? Die machen oder die verfälschen unheimlich die Farben, ne? Die Dosen, die Beleuchtungen dazu. Da vorne haben wir schöne die südafrikanische Panther. Ein ordentlicher Brocken, bestimmt 2 cm lange Zähne, wenn der ihm in die Arme oder in die Finger hackt. Dann weiß man Bescheid. Hier und ein Chukwala. Sauromales. Ich weiß es nicht. Obesus ist es nicht. Vielleicht oder San Esteban. Wie heißen sie? Hab ich schon vergessen. Hab sie früher auch mal gehabt. Hier für die australischen Varan-Fans unter euch. Jetzt sehe ich gerade hier Fotografieren verboten. Okay, also nachdem ich gerade den Inhaber gefragt habe, was es für Pardalis sind, und er mir das Filmen nicht untersagt hat, gehe ich davon aus, es ist okay für ihn. Super schönes Tier. Da haben wir so Krötenechsen. Ich weiß nicht genau welche, aber hübsche, interessante Tiere. Das Chamäleon muss ich euch mal noch zeigen. Auch ein Riesenbrocken. Ja, mal kurz hier drüben das Merchandising bzw. das Drumherum. Auch ein Riesen-Business. Hier so Haifischwirbelknochen. Irgendwelche gigantischen Zähne. Schädel.
Ja, da hat es schon richtig schöne Sachen. Ja, hier scheint der Künstler zu sein. Oder sieht man auch relativ viele Japaner rumlaufen mit diesen Anhängern. Hier, die zeige ich euch ja jedes Mal. Also von mir der Reward als most fancy Reptilienprodukt. Arion heißt es wohl. Also das ist ein Spray, damit die Reptilien sich besser häuten. Seit etlichen Jahren oder seit dem ersten Jahr, seit ich hierher komme, sind die auf dem Markt. Ich habe es am Anfang für Spinnerei gehalten und erklärt. Aber die werden immer größer, machen das immer professioneller. Und das zeigt mal wieder, Marketing ist einfach alles. Ne? Also ich wage zu bezweifeln, dass man ein Spray braucht, wo sich dann die Reptilien besser häuten. Ich glaube, das ist ein Ding, das man in der Terroristik eigentlich nicht braucht. Aber wenn man es gut vermarktet, ein paar lustig angezogene Mädels hinstellt, dann verkauft man auch so ein Spray. Hier zeige ich euch mal was Witziges noch. Die armen Verkäufer und Verkäuferinnen hier im Outfit. So eine Art Echsen-Outfit. Ist natürlich hart hier. Ja, hier drin ist auch anständig warm. Ist natürlich nicht einfach, in dem Outfit hier den ganzen Tag zu arbeiten. Ne? Hier so Drachen, denke ich, so eine Art Drachen sind es. Ne? Witzige Idee, witzige Promotion, aber hart für die armen Mitarbeiter. Muss ich immer für Hamm 30 Grad und dann dieses Outfit, die werden sich bedanken. Guck hier, da geht's. Kommt noch eine. Tanz gleich an. Super, perfekt. Also für die Leopardgecko-Züchter unter euch, auch in Japan gibt es mittlerweile jede Menge. Da haben wir schöne Displays. Hier wieder Tannenzapfenechsen. Neben Uromastix Princeps. Hier auch absolut beliebt und sehr teuer. Bei uns ja öfters zu kriegen. Nebendran Tomasi sogar. Hier Uromastix Tomasi, auch toller Dornschwanzagame, tolle seltene Dornschwanzagame. Bei uns in Europa ja beides erhältlich, Tomasi und Princeps. Allerdings unser Bundesministerium oder unser Bundesamt erkennt die Tiere nicht an oder sie sind nachgezüchtet, aber leider wurden nie weder Princeps noch Tomasi illegal nach Europa importiert. Und deswegen kriegt man keine Exportcites vom Bundesamt. Die sagen, dass noch nie legal nach Europa gekommen ist vom Herkunftsland. Also Iran sind die meines Wissens, ich glaube beide vom Iran. Dann sagen die, also da noch nie aus dem Iran offiziell welche ausgeführt wurden nach Europa, kann Europa auch keine Exportdokumente erstellen. Das heißt, alle Princeps und Tomasi, die bei uns in Deutschland oder Europa sind, bekommt man keine Exportcites dafür, ja, blöderweise, was wirklich schade ist, weil die ja doch einiges gezüchtet werden bei uns, aber nicht möglich
explizites Papier dafür zu bekommen. Schön gemacht hier. Also die Agronia sind auch relativ, pardon, sind relativ beliebt hier. Wasserschildkröten, Schlangenhals. Also die hier wird im hohen vierstelligen Bereich wird die hier angeboten. Da haben wir ein paar hübsche Heloderma. Arigato. Toll gemacht hier die Käfige, wirklich schön. Sind auch not for sale. Sind also eigene Nachzuchten. 2018, November 2018 geschlüpft. Suspectum. Hier drüben haben wir Suspectum, also die pinkfarbene ist ja Suspectum Xinctum. Natürlich nett, der hat gemerkt, dass er gefilmt wird. Und schon geht er hier auf Wanderschaft, das nenne ich mal vorbildlich. Die züchten die Tiere hier, sind nicht zum Verkauf. Hier gibt es so Dokumentation in der Zeitschrift drin, dass er die gezüchtet hat. Also reine Promotion-Zwecke hier, dieser Stand. Oder was heißt Promotion? Rein zum Zeigen. Schön, toll gemacht. Jetzt kommt hier noch was ganz Fancy-mäßiges. Das sind so irgendwelche Skelette, die mit Neonfarben eingefärbt sind. Jetzt pass auf Leute, jetzt kommt's. Die sind auch hier in den Gläsern mit Schwarzlicht angestrahlt. Da sieht man es noch besser. Irgendwelche Skelette von Echsen, Fröschen, Schildkröten, Fischen. Wohl irgend so eine Art, die zu präparieren, dass die dann so verrückt zur Geltung kommen. Ja? Also interessant zum Anschauen ist definitiv. Ich gehe mal davon aus, dass die eines natürlichen Todes gestorben sind und nicht sterben mussten, um hier in der Brühe zu landen. Ja, das ist ja, also habe ich so noch nie gesehen, weiß nicht, wer es von euch schon mal irgendwo gesehen hat und kennt. Hier sind glaube ich sogar Küken oder irgendwas drin, Seepferdchen. Sachen gibt es, unglaublich. Hier geht es gleich weiter mit Schmuck. Die Dame hier bietet den hübschen Silberschmuck an zum Verkauf. Und gleich daneben die Kakteen. Sind es Kakteen? Ich brauche wieder eure Hilfe. Sind es Kakteen? Sagt man Kakteen dazu? Aber es gibt ja noch den Ausdruck Sukkulenten. Was sind Sukkulenten? Wer kennt sich aus? Wer klärt uns auf? Bitte posten. Also hier sind wir definitiv in der Merchandising-Ecke. Da vorne noch was. Kann ich euch noch zeigen, auch interessant. So verschiedene Krabben. Irgendwelche bunten Krebse. Das ist die Frage, kamen die so bunt zur Welt? Oder hat da jemand nachgeholfen? Gibt es das wirklich? Da geht es weiter.
Aber jetzt back to the reptiles. Da haben wir hübsche rote Pogonas. Dann mal noch ein bisschen weiter durchs Getümmel. Hier haben wir einen Shirawa, Veranstalter der Messe, Boss über dieses Ganze. Ich nehme an, seine Frau, seine Mitarbeiterin. Ne, ich glaube, seine Frau ist nicht, seine Mitarbeiterin. Hier eine Riesentraube an Leuten. Das hat geheißen, irgendein japanischer YouTube-Star ist heute hier Gaststar. Vielleicht geht es um den. Dann haben wir hier noch ein international bekanntes Gesicht. Da hinten hockt der Steve Sykes. Da ist der Aaron Yusuf. Aaron Yusuf. Guten Tag. Guten Tag. Er ist Leopardgecko-Züchter. Er lebt in Japan, mit einer japanischen Frau verheiratet. Hier seht ihr seine. My original line of leopard geckos. What's Army Green. how you name them? Army Green. Army Green. Yeah. Also I neue. went for a camouflage look pattern with intense green that they hold when they're adults. It's an 11-year project. I started off with a JMG lavender stripe and a tangerine, and I selected red for green, and this is 11 years down the line. Okay. Also ein neues Projekt mit einem Partner aus den USA. Who's the one in the? You started with JMG lavender JMG. stripe. Okay, also amerikanischer Gecko-Züchter. That's Mit dem a hat er das. JMG lavender stripe. Okay, now I understand. So, okay. It's not approach. It has nothing to do with the breeder JMG. It's just. One of their animals. Okay. Yep, and I also use wild caught bloodline to cross, to kind of give a fresh blood and just work from there really. Okay. 11 years. Okay, also seit 11 Jahren arbeitet er an dieser Farbe. And, Nice. Here's another one. Same project, yeah, same thing. Same Okay. Ja, sieht natürlich auch schön aus. Hübsches Tier, also für die Gecko-Leute unter uns. Außer Black Knight gibt es noch andere neue interessante Tiere. Hier Black Knight gibt es natürlich auch. Ja, was auch super schön aussieht. Ja, die hier gefallen mir natürlich auch. Das ist auch ein. So what's this? This is a red diamond. Red diamond. It's from Italy. From Italy. From Italy, Luca. Okay. Luca's geckos, and I bought the project, and I'm now going to work with it in Japan. Okay, also der hat das Projekt vom Italiener übernommen. It's a Trempa albino, a lime bred Trempa albino, tangerine. Natürlich auch tolle, hübsche Farben. Nice. Thank you. Cool And stuff. still some lemon frosts around. And you Yes. said yours, so far no problem. So far, no So problem. far no problem. If Wir we haben, run into any problems, that's the project done for me. okay. Ja, ihr kennt ja die Story mit diesen Lemon Frosts, die leider Probleme mit irgendwelchen Geschwüren entwickeln. Er sagt, seine bis jetzt frei von irgendwelchen Geschwüren, Problemen. Also die Gecko-Insider unter euch kennen ja die Probleme und man probiert es jetzt irgendwie rauszuzüchten. Ist die Frage, ist es rauszüchtbar oder nicht? Er sagt bis jetzt, also seit 3 Jahren arbeitet er mit den Tieren, hat ursprünglich mal ein Tier vom Steve Sykes bekommen und noch keine Probleme damit gehabt. Yeah, they're clean at the moment, Bis jetzt. but we don't know where it's going to go. Okay. Aber ja, super schön natürlich. Also das war der Aaron Yusuf. Where is your? Oh. Hier, den kennt ihr auch. Ah, hier. Hier seine Karte. London Leopard. Aaron Yusuf. Okay. Thank you. Ja, witziger Kerl. Gestern waren wir zusammen Abendessen. Und hier der Steve Sykes, auch international bekannt für seine Geckos. Auch jede Menge Farben hier. Also, auch die Leopardgeckos bis nach Japan gedrungen.
Das war die Japan Reptile Show 2019, Winter Show. Ich fand es wieder spannend. Es gibt super schöne Tiere hier, wirklich. Also man sieht hier Tiere, sieht man woanders wenig auf der Welt, würde ich sagen. Ne? Also ist erstaunlich. Liegt daran, dass die Japaner einfach das Geld dafür ausgeben. Ne? Also zum einen müssen sie es wohl haben, sonst könnten sie es nicht ausgeben, aber sie investieren das Geld aus. Sie bezahlen tausende Euro für ein schönes, seltenes Reptil, lassen sich das irgendwo von auf der Welt schicken, bezahlen das Geld, wie gesagt. Und deswegen sind die tollen, teuren Tiere hier. Interessant zu sehen, spannend und das wollte ich euch zeigen. Also bleibt mir treu, checkt meine Balls hier. Ne? Ich muss die Kamera weiter weghalten, damit ihr mein schönes T-Shirt seht. Und wenn ihr mal die Chance habt, Japan Reptile Show, Sommer und Winter, zweimal im Jahr, checkt die Japan Reptilien.